Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass Sie hergefunden haben. Was hat Sie denn eigentlich dazu beworben, sich bei uns zu bewerben? Ja, genau vor diesem Problem stehe ich jetzt persönlich auch, weil ich bin jetzt gerade aktuell arbeitslos und ich bin auf der Suche nach einem neuen Job. Da kann man das jetzt hier mit diesem Kanal ja irgendwie relativ gut verbinden, weil was zur Hölle trägt man eigentlich für ein Vorstellungsgespräch oder was werde ich denn in nächster Zeit tragen? Ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht und die werde ich jetzt heute einfach mal mit dir teilen. Welche Düfte ich zukünftig bei Vorstellungsgesprächen tragen werde und welche vielleicht für dich auch eine gute Idee wären, wenn du dich in derselben Situation wiederfindest, dass du dir gerade irgendwie leider einen neuen Job suchen musst. Also dranbleiben, hier geht's direkt los. Ich bin der Richie, du bist bei Riot Sense und normalerweise geht es um sehr ausgefallene Düfte und Düfte, die man nicht an jeder Ecke sieht. Das ist heute noch genauso, aber die Düfte heute sind ein bisschen, naja, sagen wir mal, nicht so herausfordernd und nicht so super edgy vielleicht. Die sind durchaus besonders und da sind garantiert auch Düfte dabei, die du persönlich jetzt schon kennst. Nichtsdestotrotz, lass mich doch einfach wissen, was hast du bei deinem letzten Vorstellungsgespräch für einen Duft getragen und ja, wie ist es denn gelaufen? Allen, die auf Jobsuche sind, ich drücke euch hiermit herzlich die Daumen, aber wir gehen jetzt einfach rein in die Düfte. Ein absoluter Klassiker für mich in diesem professionellen Setting ist und bleibt einfach Reflection 45 von Amouage. Der ist so schön floral, sauber, maskulin irgendwie. Also generell die Düfte hier sind eher maskulin leaning, was natürlich nicht bedeutet, dass Frauen die nicht genauso gut tragen können. Das ist jetzt einfach nur von meiner persönlichen Erfahrung und von meiner persönlichen Assoziation her. Super clean, super floral, ein bisschen dunkel. Ich persönlich mag einfach den 45 lieber als den normalen Reflection. Der normale Reflection geht aber natürlich genauso für Bewerbungsgespräche. Ist vermutlich noch ein bisschen einfacher zu handeln und nicht so extravagant und luxuriös. Wenn ich mir schon ein Hemd anziehe, dann möchte ich halt dann aber auch richtig auf die Kacke hauen. Dementsprechend finde ich den Reflection 45 das ist einfach eine super gute Wahl und ja, schon fast ein Klassiker. Wir bleiben mal bei modernen Klassikern und zwar ist für mich immer so ein Duft der Geschäftsetage oder der Führungsetage ist Grand Beau von Thomas de Monaco. Ich liebe den. Ich finde, der riecht nach Geld. Ich finde, der riecht nach Eckbüro. Ich finde, der riecht nach Gehaltsverhandlungen gewonnen. Großartig. Du hast hier sowas leicht Aquatisches mit drinne, mit dieser frischen Kiefer. Das Ganze ist super luftig, super fresh, super clean. Der riecht wirklich einfach nach jemandem, der sein scheiß Leben im Griff hat. Und wenn ich etwas vermitteln möchte bei einem Vorstellungsgespräch, ist es doch, dass ich mein Leben im Griff habe. Dementsprechend finde ich, das ist einfach der ultimative Duft. Den habe ich jetzt auch schon bei 2 Bewerbungsgesprächen getragen tatsächlich. Also das ist persönlich mein absoluter Go-To-Duft. Aber nichtsdestotrotz, da gibt es noch viele andere Düfte, die mindestens genauso gut funktionieren wie Crambeau. Über Thomas de Monaco habe ich schon mal eine Haustour gemacht, die ist hier irgendwo verlinkt. Übrigens bitte nicht dran gewöhnen, dass ich ein Hemd anhabe. Das ist nur für dieses Video und sonst für Vorstellungsgespräche, weil das... Ja, und ich will übrigens nichts zu den schwarzen Knöpfen hören, ja? Danke. Natürlich könntest du jetzt auch wie so viele andere Prada L'Homme tragen. Daran ist auch nichts falsch. Das ist ein schöner, cleaner, sauberer Duft. Seifig. Schön, ja, keine Frage. Aber wir sind ja hier, wir wollen es ja ein bisschen special haben und uns ein bisschen auch geruchstechnisch von den Mitbewerbern absondern. Also hier jetzt andere klassische, ja schon fast cleane, saubere Düfte, die bestimmt einen guten Eindruck bei deinem Gegenüber hinterlassen. Fangen wir einfach mal an mit der koreanischen Brand Le Persona. Die habe ich jetzt in Mailand auf der Aix-en-Provence wieder gesehen. Die haben schon wirklich sehr schöne Düfte. Ich habe den LP03, der ist so ein bisschen musky, ein bisschen feige, sehr clean, sehr sauber. Ich glaube, der funktioniert hervorragend, gerade in diesen Settings. Super Unisex, also den kann wirklich jede Frau ohne Probleme tragen. Sehr angenehm, nicht zu dolle, nicht zu laut. Finde ich super. Also der ist auch so ein absoluter Geheimtipp, den man wirklich mal in so einem Vorstellungsgespräch easy rocken kann. Super floral, clean, ja schon fast Anklänge an den Reflection hat der L'air du Six Alpes von Andy Tauer. Ich finde den sehr, sehr angenehm.
Der wird hinten raus aber enorm pudrig. Also er startet mit frischer Luft, frischer Bergluft schon fast und ist super erfrischend sauber und klar und wird im weiteren Drydown immer pudriger. Also ist das vielleicht ein Duft, den kannst du relativ frisch auftragen, weil vielleicht ist die Pudrigkeit gerade jetzt in einem Sommerinterview ein bisschen heftig. Nichtsdestotrotz wunderschöner Duft. Andy Tower macht allgemein sehr coole Düfte für einen sehr, sehr fairen Preis. Daher den vielleicht mal angucken, falls du den noch nicht auf dem Schirm haben solltest. Ein anderer Duft, der auch eben mit dieser kühlen, frischen Bergluft arbeitet, ist von O-Top, der Air Oud. Über den habe ich in vorherigen Videos, glaube ich, schon relativ häufig gesprochen. Der ist absolut genial. Super clean mit so Rosmarin und frischer Luft. Das Oud hier im Namen ist, ja, Oud ist ein Holz. Der Duft ist holzig. Damit hört es halt eigentlich aber auch schon auf. Null Animalik. Also Oud-Hater, macht euch keine Sorgen. Ihr bekommt hier einen super cleanen, aufgeräumten, aromatischen Duft mit jede Menge für meine Nase Rosmarin. Großartig. Das ist so ein Duft, den kannst du auch super beim Arzt tragen. Der ist einfach sauber, frisch. Du hast dein Leben im Griff. Und ja, damit passt der ja wohl auch hervorragend in eine Bewerbungssituation rein. Super grün, maskulin und sauber ist auch der Clean Slate von Seven Gates Parfüm. Eine Marke, die kommen aus der Türkei, sind absolut unter dem Radar und haben wirklich hervorragende Düfte. Ich weiß, die Bilder auf den Flakons sehen aus, als wäre es AI, ist es aber nicht. Also dafür mal Entwarnung, falls dich das irgendwie in deiner Kaufentscheidung beeinflussen sollte. Das ist kein AI, das ist ein digitaler Künstler aus Istanbul, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall Clean Slate ist super holzig. Du hast hier so ein leichtes Absinth-Opening. Frisch, kräuterig, aromatisch, wird holzig und ist vor allen Dingen eins, würzig und trocken. Sehr angenehm zu tragen. Auch bei der Hitze funktioniert der super. Ist auch ein geiler Office-Duft im Allgemeinen. Der ist besonders, der ist aber nicht zu viel. Und das macht ihn zu einem super guten Fit für eine Bewerbungssituation, wie ich finde. Ein bisschen grünere Düfte funktionieren meiner Meinung nach auch sehr cool. So grün, frische Düfte funktionieren cool in so einem Setting, weil sie sind grounded, sie sind ein bisschen holzig, sie haben eine gewisse Eleganz. Da ist Absu von Ulrich Lang wirklich ein Neuzugang in meiner Sammlung, den ich sehr, sehr schätze. Frisch, nicht zu dolle, grün auf eine sehr angenehme Art und Weise. Du hast hier sowas leicht blättriges, grüne Stängel, grüne Blätter mit leicht floralen Untertönen, aber trotz allem einfach super clean. Nischig, aber nicht zu dolle. Du gehst damit niemandem auf den Sack. Trotz allem hält er und projiziert er relativ stark und relativ gut. Das heißt, er gibt dir weiterhin so ein frisches Gefühl, auch wenn du den schon ein paar Stunden trägst. Und das ist vielleicht in einer hitzigen Debatte um das Gehalt gar nicht so schlecht, wenn du so einen grünen, frischen Duft hast, der dich nochmal ein bisschen erdet. Also Ulrich Lang, absolut ein sehr guter Call für ein Vorstellungsgespräch, wie ich finde. Wenn du es noch ein bisschen härter grün magst und ein bisschen spritziger grün. Ich denke, der Delani von Nibiru funktioniert ebenso hervorragend in so einer Situation. Ja, der ist bitter, der ist grün, der hat aber auch eine gewisse Minze mit dabei. Das ist wahrscheinlich der nischigste Duft hier in dieser Sammlung und der ausgefallenste und der nicht safeste. Aber wenn du ein bisschen deine Persönlichkeit einbringen möchtest und ein bisschen deine Persönlichkeit zeigen möchtest und dich noch ein bisschen mehr abheben möchtest, warum denn eigentlich nicht? Also du hast hier Minze, du hast hier Vetiver, du hast hier Galbanum, auch noch ein bisschen Teefacetten und das alles ist aber wirklich toll minzig, ätherisch umgesetzt mit einer holzigen Vetiver-Basis. Geiles Teil. Also der hält auch sehr, sehr gut. Wenn du den ein bisschen abschwächen möchtest und den Paladin hast von Nibiru, dann kannst du die auch miteinander layern. Dadurch wird das ein bisschen cremiger, ein bisschen sanfter. Und dennoch behält es diese minzige Frische bei. Also auch das ein sehr, sehr cooler Pick, der bestimmt dein Gegenüber beeindrucken wird. Und dann kommen wir zu einem absoluten Klassiker, wie ich finde, und das ist einfach ein Fougère-Duft. Fougères funktionieren immer bei Männern. Es ist diese barbershoppige DNA und da haben wir einmal von
Angelos Creations Olfactifs. Video ist hier auch irgendwo verlinkt. Einmal Fougère und der ist wirklich ein sehr, sehr klassischer Fougère-Duft. Trotz allem modern umgesetzt und wirklich erfrischend und vermutlich für mein Dafürhalten einer der besten Fougère-Düfte. Natürlich kannst du auf einen Fougère Royal von Houbigant oder sowas zurückgreifen, aber der ist ein bisschen besonderer und ein bisschen ausdrucksstärker. Und ja, wenn du Fougère-Düfte magst, solltest du dir Angelos Creations Olfactifs Fougèriste auf jeden Fall angucken. Und das ist definitiv ein cooler Pick für ein Bewerbungsgespräch, gerade für Männer, die vielleicht nicht mehr Anfang 20 sind. Ein anderer Fougère, den ich auch sehr, sehr schätze, ist von Jorum Studios, der Atheneum. Hier hast du klassische Fougère-Eigenschaften, der ist aber dann wieder mit so einem Twist. Du hast hier noch Tinte mit drin, der ist ein bisschen rauchiger, der ist ein bisschen tiefgründiger. Funktioniert ebenfalls gut im Sommer, vielleicht nicht mit ganz so vielen Sprühern, aber ich denke generell bei einer Bewerbersituation solltest du dich vielleicht mit den Sprühen zurückhalten, dass du nicht riechst wie die nächste Douglas-Filiale. Trotz allem hat der genug Power und Eigenständigkeit und hat halt wirklich was zu erzählen. Und wenn du jemand bist mit ein bisschen mehr Persönlichkeit, der nicht so schnell im Background landet, ist Atheneum von Jorum Studios vielleicht genau der richtige Pick für dich. Ich hoffe, es war ein cooler Duft für dich und deine hoffentlich erfolgreiche Bewerberreise dabei. Jeder, der gerade auf Jobsuche ist, ich drücke euch die Daumen, drückt mir auch die Daumen. Wir werden schon was finden, selbst wenn der Markt gerade richtig beschissen ist. Dafür werden wir richtig gut riechen und dadurch richtig Eindruck hinterlassen. Also, ich wünsche euch viel Erfolg und wenn du nicht auf der Suche nach einem neuen Job bist, hin und wieder mal den Marktwert checken und dabei einen hervorragenden Duft tragen, ist vielleicht auch für dich eine gute Option. Also, wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.